mosh pit passion, you know, for the passion of the music. Hallo liebe Freunde von Mosh Pit Passion, ich bin der Kaio, neben mir der Speezy. Wir werden heute über seine neue Band sprechen. Ja, die erste Frage, stell uns doch mal deine Band vor. Ich habe gesehen, ihr habt am Samstag 2 Songs über Bandcamp rausgehauen, aber fangen wir erstmal von vorne an. Stell uns mal bitte deine Band vor. Wer ist alles da drin und wer spielt was? Also in der neuen Band, wo ich jetzt spiele, bin natürlich erstmal ich. Der Esel nennt sich immer zuerst, deswegen fangen wir so rum an. Und als Jeremy Kling, der spielt bei Venom Inc. und bei Massacre. Der Taylor Nordberg, der spielt auch bei Massacre und bei anderen Bands. Und der Brian Steffensen singt bei Skullfist und Old Man. Nice. Wie habt ihr euch eigentlich gegründet? Also ich meine, ich habe gesehen, der eine ist in Frankreich, der eine in den USA, du kommst aus Deutschland. Wie hat das funktioniert? Erstmal kommt der eine nicht aus Frankreich, der Sänger kommt aus Kanada. Kanada. Ottawa liegt immer noch in Kanada. Und Ottawa heißt Ottawa, weil da mal ein Otter war. Nee, wir haben uns gegründet. Der Taylor hat mich irgendwann mal angeschrieben, jetzt in der Quarantänezeit hat er mit Jeremy diesen einen Song, einen Tag Ding gemacht. Ja. Hatte mich dann angeschrieben, ob ich da irgendwie Lust drauf hätte. Da habe ich gesagt, warum nicht? Und dann, da ist ein Hardcore-Song raus geworden. Mhm. Weil, habe ich auch direkt gesagt, er hatte irgendwie Black Metal im Angebot und nee, ich schmink mich nicht. Nee, Corpse Paint ist nicht so dein Ding. Nee, also überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. So, ja, das habe ich dann mit dem gemacht. Ja, und dann war das eigentlich recht zügig. Eine Woche später hat er mich nochmal angeschrieben irgendwie und sagte irgendwie, pass auf, wir haben da irgendwie eine Idee, wir wollen irgendwie vielleicht eine Punkband machen. Hast du da Bock drauf? Da habe ich gesagt, natürlich habe ich da Bock drauf. Ich meine, jeder kennt mich, ob es Minor Threat von früher ist, Dead Kennedys, Bad Religion, Pennywise, da können wir jetzt UK Subs, Exploited, Social Distortion und die Liste geht und geht und geht. Du nimmst mir gerade schon die nächste Frage vorweg. Also sind halt persönliche Einflüsse und Bands, die dich dazu bewegt haben. Ich meine, Thrash Metal, wenn man sich die Ursprünge anguckt, kommen ja auch aus dem Punk, aus der Hardcore-Bewegung, ist daher musikalisch Hardcore nicht so gab es weit. ja damals noch gar nicht. Hardcore-Punk gab es damals, ne? Na, nur Punk. Punk? Hardcore gab es da noch gar nicht so. Also was man heute Hardcore nennt, gab es eigentlich da früher noch gar nicht. Aber Und im Grunde genommen, wenn wir über Thrash Metal reden, ja, Thrash Metal von ganz früher, sind wir ehrlich, ist doch von Leuten die gleiche Musik wie Punk, nur dass die ihre Instrumente stimmen konnten und vielleicht 2 Riffs besser spielen konnten als Punk damals. nee, das hört man auf jeden Fall sehr, sehr deutlich raus, wenn man sich so die alten gängigen Klassiker anhört, auch gerade produktionstechnisch steht dem ja nichts nahe. Ja, obwohl andersrum, wenn man nur über Punk redet und sagt, war eigentlich auch nicht richtig. Ich meine, wenn wir uns alte Slime-Klamotten anhören, sind alle perfekt gespielt. Die Produktionen damals waren schon sehr gut und selbst wo ich dann damals, sag ich mal, mehr oder weniger angefangen habe, will man natürlich mal Slime-Songs spielen und kriegt die aber gar nicht hin, irgendwas. Bis man dann mal merkt, das geht an die Leute von Slime, falls ihr das seht, ihr Penner war damals schon auf D gestimmt, wo alle anderen noch auf E gewesen sind. Krass. Bis man das dann mal rausfindet, warum dann noch ein Ton fehlt. Heutzutage hat man ja die ganzen YouTube-Tutorials, ne, da stellen ja selber die Musikcovers hoch oder irgendwelche Leute spielen das dann nach. Oder Guitar Tab ist ja auch so die Website irgendwie überhaupt. Ja. Ist ja Wahnsinn, was sich da alles so entwickelt. Ich meine, ich finde das super. Ich meine, heutzutage kann man ja wirklich alles finden. Ja. Und ich finde das auch wirklich super, dass sich auch dann viele Leute da richtig Mühe beigeben. Und nicht da einfach irgendwie so, ja, hier und da und dort. Nee, da sind ja wirklich Leute, die sitzen da ja. Da fragt man sich, betrifft die Corona? Das ist echt so, die hauen dann irgendwie ein Video nach dem anderen raus. Also was ich gucke, sind halt die Gitarristen, die spielen dann zwar die Gitarre, dann hörst du aber so im Hintergrund, da hat jemand auf den Bass eingespielt und das Schlagzeug. Das ist auch noch irgendwie Drumcomputer größtenteils, aber das hat jemand sich da hingesetzt und hat sich da echt Mühe gegeben. Ne? Und nicht einfach irgendwie, ja, ich lasse mal im Hintergrund das Lied, sag ich jetzt mal, von Nirvana laufen und spiele jetzt meine Gitarre darüber, sondern nee, schön so ein eigenes Cover, kann man doch schon hochwertig sagen.
Was mir gerade einfällt, wo du das gesagt hast mit den Bands und deinen Anfängen. Und zwar hatte ich mal ein Interview mit dem Gregor Vogt von Roll the Bones Records. Der hat mir mal erzählt, der war mal mit dir und dem Olli from Darkness in einer Band oder ihr habt zusammen gejammt, auch auf Zeche Karl. Was war das für Musik? War das auch schon so ein bisschen punkiger oder metalastiger? Ja, wenn wir da anfangen, dann ist ganz einfach, ich meine, wie jeder weiß, Zeche Karl, da waren wir früher alle. Und Werdegang auch, werden wir ja gleich vielleicht auch noch drauf kommen, irgendwie mit Creator ein bisschen. Ich bin in Altenessen groß geworden. Der Miller hat schräg gegenüber mit seinen Eltern auf der anderen Straßenseite gewohnt, wo ich gewohnt habe. Wir sind zusammen zur selben Schule gegangen und hin und her. Und, weil da fragen mich immer viele nach, wie hast du da und hin und her. Dann ist das, also Miller hat mir gegenüber gewohnt, damals Robby und Jülle, Mentor, haben eine Straße weiter gewohnt, wie der Rest auch. So ist das also. Ja, eine Connection, eine Hood quasi, kenn ich auch noch so aus meinen Tagen. Interessant, dass sich dann immer solche Konstellationen ergeben. Der hat in der Band gespielt und dann, genau, hat der Gregor mal erzählt, der hatte den Proberaum neben Creator und Creator mussten irgendwie durch euren Proberaum dann in deren irgendwie zukommen oder irgendwie sowas, weil da mal irgendwas kaputt war. Ja, wir haben dann irgendwann mal alle wieder getauscht und hin und her. Solche Geschichten. Ja, und die Geschichte, wo du jetzt gerade drauf anspielst, das ist klar da rumgehangen. Dann wollte ich damals natürlich auch mal eine Band machen. Hatte dann irgendwie einen Kumpel, der wollte Gitarre spielen. Er ist jetzt mittlerweile leider auch schon tot. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Mein Kumpel, der Gitarre spielen wollte, hatte ungefähr so dünne Finger wie eine Fleischwurst. Und hatte ein Talent zum Gitarre spielen, wie eine Kuh zum Fliegen hat. Also war das dann auch nicht. Wir haben aber immer bei dem in eine Wohnung abgehangen, weil der war irgendwie 3 Jahre älter, der hatte dann schon eine Wohnung. War total super, ja, und da waren immer Partys. Ja, und dann waren da auch ein paar andere Leute, die haben da rumgehangen, ein bisschen was gesoffen. Dann haben die gefragt, irgendwie, wo Creator? Ja, dann haben wir gesagt, ja, Zeche Karl. Sind dann auch später rüber. Ja, und dann klopft es irgendwann bei mir an die Tür. Macht ein recht jüngerer Herr damals noch, macht irgendwie die Tür auf und sagt irgendwie, Entschuldigung. Die von Creator haben gesagt, du suchst einen Gitarristen. Ich spiele Gitarre. Ich sage, das ist ja total super. Ja, wann soll man denn erstmal proben? Habe ich gesagt, ja, morgen. Ja, dann kam der auch morgen. Also am nächsten Tag kam der dann. Und bringt direkt einen fetten Marshall-Verstärker mit Boxen, eine ESP-Gitarre damals und Dings. Und da habe ich auch gedacht, oh mein Gott. Damals das Feinste vom Feinsten. Da habe ich gedacht, ich denke so, oh mein Gott, Dings oder. Und wir hatten ja nur Schrott. Ja, auf jeden Fall haben wir dann das erste Mal geprobt, lief auch eigentlich sofort super. Und den Herrn kennst du auch. Das war nämlich dann in dem Sinne mein erster Gitarrist, der Herr Hoff. Ach. Der Markus Boni Hoff. Krass. Ja, und mit dem habe ich dann Charge gegründet. Ja. Und Charge, der Name, kommt eigentlich daher, da wir damals schon natürlich dann ein bisschen rumgejammt haben. Ja. Und Darkness hat auch in Zeche Karl geprobt. War der Olli natürlich immer bei uns. Ja, und der hat dann gesagt, ja, warum nennt ihr euch nicht Charged? Also mit einem D hinten am Ende. Ja, und der Name ist dann auch geblieben. Nice. Krass. Ja, und dann haben wir damit auch X-Shows gespielt und hin und her. Und so kam der Gregor dann auch zu uns und diverse andere Leute. So Gitarristen rein, Gitarristen raus und ich finde das immer so, wie gesagt, so interessant, ne? Wenn man dann irgendwie mit Leuten trifft, redet so und dann sagt er so ganz selbstverständlich, ja, da kenne ich den und den und den. Ich so, ach krass, so schon so verwurzelt war man damals so vor, 30 Jahre ist das ja schon her, ne? Anfang der 90er. Ja, so, weil der Gregor kommt ja oben aus, wo kommt der her? Frillendorf aus der Ecke. Genau. Ursprünglich. Ja, und Boni kommt ja aus Rüttenscheid ursprünglich und so. Genau. Ja, echt interessant, so wie die Szene halt hier so untereinander vernetzt ist mit den Musikern und auch alle irgendwie so musikalisch auf der gleichen Wellenlänge. Damals noch war das ja noch nicht so wie heute, da hast du ja verschiedene Musikeinflüsse. Das Caliban, die haben ja hier unter anderem einen großen Einfluss. Der Marc von Caliban ist ja auch Produzent, ich glaube, der hat auch schon alles Mögliche produziert und mit Leuten abgehangen. Wenn du jetzt ich weiß nicht, wie sind eigentlich die Pläne mit der Band, die du jetzt habt? Ihr habt 2 Songs rausgehauen. Wie sieht es aus, albumtechnisch? Ist da irgendwas geplant? Pläne im Grunde genommen hatten wir gar keine Pläne, weil wir haben gesagt, wir machen eine Punkband, also da haben wir erstmal Spaß zusammen. Und wir gehen jetzt in die 7. Woche seit
die Idee gewesen ist, also seit Ganz gefragt frisch. wurde. Und wir haben 12 Songs komplett fertig. Die mischen wir jetzt gerade. Und die werden wir jetzt auch nach und nach auf Bandcamp hochladen. Mal gucken, wohin die Reise geht. Also, als ich eure Songs gehört habe, dachte ich als erstes so, wow, das hat so ein bisschen was von Pennywise, so die Epitaph Records Schiene. Die haben ja auch so einen ganz prägnanten Stil, genauso wie Fat Records. Fand ich auf jeden Fall sehr, sehr interessant, Ja. das zu hören. Auf jeden Fall modern. Ja, dann wird das ja auch interessant sein für dich, weil wir haben 12 Songs fertig, die mischen wir jetzt. Wir haben einen 13. Song aber auch gleich mitgemacht. Open Doors Open Doors. von Pennywise. Nee, ernsthaft? Ja. Geil. Ja, dann treffe ich ja voll ins Schwarze mit der Beschreibung. Der ist komplett fertig. Der Ja. muss jetzt auch nur noch so gemischt werden, dass er also hörbar ist. Nicht schlecht. Habt ihr vielleicht Pläne, dass das jemand Labels schickt oder sagt ihr in der heutigen Zeit, ich kenne einige Bands, die sagen, wisst ihr was, die Plattenverkäufe, das was wir verkaufen, gerade am Anfang, das können wir auch in Eigenproduktion machen, da geben wir nicht unsere Rechte noch an Songs ab, dass da irgendwie Labels hinterm Rücken irgendwie versuchen, was zu mauscheln oder... Da haben wir überhaupt noch gar nicht drüber geredet. Weil wie gesagt, die 12 Songs sind fertig, die werden wir alle auf Bandcamp hochstellen. Wenn die Leute gut finden, sollen sie sich runterladen. Wenn sie es nicht gut finden, sollen sie es nicht hören und einfach wieder löschen. Einfach so eine Methode. Ja, weil, wie gesagt, es geht ja darum, dass wir Spaß haben. Ja. Ist auch in erster Linie, glaube ich, das, was auch jeder Musiker, jede Band anstreben sollte, sich da nicht irgendwie versklaven lassen und dann, dass das irgendwie Ja, aber, Arbeit ist. Da kennt man andere Bands, also auch Bekannte von mir irgendwie, die planen das jetzt dann im Voraus und hin und her und bla bla. Von denen habe ich auch ein paar Demos gehört und sagte, Mach das nicht. ist noch nicht so gut und hin und her, aber die planen das schon alle, ja, da müssen wir Plattenfirmen anschreiben und wir müssen das machen und das machen und das machen und ja, beim besten Willen macht es besser nicht. Weil, wo du es gerade sagtest, ich kenne es von auch genau diese Schiene auch von einigen Bands und am Ende darunter leidet irgendwie die Kunst. Was, wie du schon sagst, das hörst du dann auch. Ja, ja. Du hörst halt, wenn das irgendwie noch nicht die Band gefestigt ist oder irgendwie an der Produktion nicht wirklich so ausgearbeitet ist ja doch irgendwie nicht schön, sag ich mal, den Fans dann irgendwie so ein halbfertiges Produkt irgendwie dann abzuliefern. Ja. Dann heißt es irgendwie Jahre später im Interview, ach ja, damals die erste Platte oder das Nachfolgealbum, da haben wir ein bisschen geschludert. Aber dann in Interviews sich hinsetzen und sagen, das ist unser bestes Album, das ist immer so der Klassiker, dass Bands sagen, das ist unser bestes Album, so das Neueste, und ein paar Jahre später so, ah nee, das war nicht unser bestes Album. Das ist eigentlich, da bin ich mir eigentlich hundertprozentig sicher, dass wird jede Band, ob jetzt Maiden oder wer auch immer, wirklich jede Band wird sagen, nee, weil im Endeffekt, wenn man die Stücke dann ja wirklich ein halbes Jahr lang gehört hat, oder wie auch immer, dann weiß man, ja, da hätte ich doch noch was anderes machen können. Oder da hätte vielleicht die Gesangslinie doch noch ein bisschen anders angesetzt werden können und hin und her. Ja. Aber dann ist das Produkt nun mal raus. Ist so. Und irgendwann muss man einfach damit raus. Hattest du schon mal sowas, also jetzt nicht nur bei Creator in der Vergangenheit, dass du irgendwie Sachen noch was aufgenommen hattest und dachtest so, oh, das ist jetzt so halbgar. Dann sind aber Leute zu dir hingekommen und gesagt, so, das ist mein Lieblingssong, mein Lieblingsalbum, aber du wusstest so genau, ich bin damit nicht so wirklich zufrieden. Es ist natürlich komisch, dass ihr Leute das dann irgendwie so abkultet. Ja. Also, wie gehst du damit um? Sagst du dann, jo, danke, aber ich bin damit nicht so zufrieden, aber krass, dass ihr das auf einmal so feiert, dass es dann so dann bei Accident doch ein Hit geworden ist oder... Ja, natürlich. Ist doch ganz normal irgendwie. Ja. Weil selbst wenn man selber irgendwie selbstkritisch ist, man findet auch nachher wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Scheiße. Ja. Und andere sagen, das ist aber super. Ja, ich meine, dann ist ja schön, dass ihr das dann super findet. Ich finde es dann trotzdem weiterhin scheiße. Weil das ist nun mal der persönliche Eindruck immer. Und das ist jetzt genauso wie mit der Band. Wie gesagt, wir haben das einfach frei rausgemacht. Ich meine, heutzutage sollte eigentlich jeder mit einer DAW umgehen können. Und weil das sagen dann auch immer viele, ja, du musst unbedingt in ein richtiges Studio und Dings und das. Ich sag jetzt mal so, zum Mastern und so was alles, werden die Sachen ja heutzutage auch alle nur noch online geschickt. Ja. Und wenn du eine Spur aufgenommen hast von Klick, dann sind das alles Nullen und Einsen. Ja, ist so. Und dann ist völlig egal, ob der Rechner jetzt bei mir steht oder in Florida steht oder ein Rechner
in Ottawa in Kanada. Ja. Wir schicken die Spuren hin und her und dann werden die zusammengemischt. Das ist der Segen der Technik. Manche verfluchen es, aber gerade, sag ich mal, für kleinere Bands, für Newcomer, Jugendliche, die sich austesten, hat natürlich nicht jeder ein Budget, direkt um die Abbey Studios nach London zu fliegen und das alles vom Kopf zu verprassen. Ne? Das kommt dann irgendwann nach der Zeit. Wenn du dann beim Label bist und die dann auch bereit sind, wenn dann auch mit einem Produzenten, viele produzieren sich ja auch selber, ich weiß nicht, irgendwie mit Harris Jones, sage ich jetzt mal, ist hier so in der, so in der Metal-Szene, so in den 90ern, oder immer noch ein großartiger Produzent, der hat ja sein eigenes Studio in Berlin, glaube ich, irgendwo. Dass es gemacht wird. Was ich zum Beispiel sehr, sehr interessant finde, wer sich gemacht hat, Andy Sneap, den kennst du ja auch von Violent Revolution, der hat auch eine Punk-Affinität. Ich weiß nicht, ob die Band dir was sagt, Consumed aus England. Das ist eine ganz, ganz kleine Band. Ich weiß nicht, was er mit denen hat, aber der produziert alles von denen. Die haben vor 2 Jahren eine kleine EP rausgebracht und waren da auch auf Tour, haben in allen möglichen kleinen Clubs gespielt. Die sind da richtig stolz drauf, dass da noch so eine Verbindung geblieben ist. Aber wenn du jetzt mal so denkst, so an Clubs und Bars, ich weiß, mit Creator habt ihr ja irgendwie alles mitgenommen in den 90ern. Von Jahr bis ja. Genau, aber wenn du jetzt mal so überlegst, welche 3 Clubs oder sagen wir mal, oder 2 oder 1 Club, gibt es da irgendetwas, wo du sagst, da hätte ich gerne gespielt, den es heutzutage nicht mehr gibt? Also ich sag mal irgendwie Ratingerhof in Düsseldorf, das CBGBs oder... CBGBs habe ich nie gespielt. Ja, das ist wirklich auch so, wir haben in Amerika in Clubs gespielt, die waren genauso wie der CBGBs. Ja. Also ein Drecksloch sondergleichens mit einer total Kackbühne in einer Ecke reingebaut. Ich meine, heutzutage wird immer noch jemand mit einem Knüppel im Gesicht gehauen, der eine Bühne in irgendeine Ecke reinzimmert, wo du dann auch noch in manchen Clubs in Amerika dann auch noch den Weg zur Toilette an der Bühne vorbei hast. Weißt du, denkst du, schmeiß Hirn vom Himmel, ey. Würdest du aber sowas nochmal machen? Jetzt natürlich. Mit der neuen Band sagen, komm, wir gehen auf Amerika auf Tour. Nicht nur mit der neuen Band, das war ja hier mit Creator die erste Show, die wir gemacht haben für die letzte Platte, weil dieses Musik und Frieden in Berlin. Ja, das ist auch so eine winzig kleine Bühne, ein winzig kleiner Laden, 800 Grad da drin, Tropf von der Decke. Natürlich macht das immer noch Spaß. Auf jeden Fall so Einstellung, glaube ich, muss man auch haben. Manta, das Duo, dieses Dom, Sludge Duo, ich weiß nicht, ob die dir was sagen, aus Bremen. Der eine wohnt in Florida, der andere in Bremen. Die haben auch am Anfang ihrer Karriere gesagt, so okay. Sind das die beiden? Das sind der Schlagzeuger und der... Ja, mit denen haben wir auch schon auf Festivals gespielt, irgendwie hin und her. Da kannte ich die auch zuerst nicht. Und bin dann irgendwie auch an der Bühne vorbei und denk so, nur 2 Typen? Ja. Aber total genial. Die machen... Habe ich auch gedacht, ich denk so, was seid ihr für abgefahrene Vögel? Die sagten auch halt, die sind also so ein bisschen älter, so beide Anfang 40, Mitte 40. Und eine der ersten Tourneen... Dankeschön. Die haben aber eine ihrer ersten Tourneen direkt in Amerika gemacht. Die haben gesagt, komm, wir gehen auf irgendein Package drauf, wir ziehen das komplett durch. Und die haben dann, erzählen immer noch in den Interviews, so, boah, wie hart das war, wie dreckig, aber da haben die halt gemerkt, so, das war für die eine Generalprobe, um an sich selbst zu testen, dass wir das wollen, wir meinen das ernst, und weil Amerika, das kann man ja nicht mit Europa oder Deutschland vergleichen. Du, wir haben das auch gemacht mit der Sabaton-Tour. Da haben die zwischendurch mal einen Day Off gehabt. Dann haben wir einfach in einem ganz kleinen Laden gespielt, der halb so groß ist wie das Nord. Ja. Und die Bühne war direkt im Schaufenster gebaut. Da haben sie da einfach nur die Gardine zugezogen, sonst hätten die Leute noch von draußen geguckt. Krass, das ist unvorstellbar irgendwie für uns hier in Europa. Was ist wirklich so klein, das haben vielleicht maximal 100 Leute reingepasst. Das Ding war natürlich rappelvoll, weil das war auch irgendwo in Florida, aber ich weiß die Stadt nicht mehr. Draußen mit den Fans rumgehangen. Die waren so weit von glücklich, dass die nicht nach Tampa fahren mussten oder sonst wohin, hunderte von Kilometern. Ich meine, und für Amerika sind hunderte von Kilometern gar nichts. Das ist Tagesausflug. Wenn ich hier irgendwie einen Kumpel fragst, kommst du heute Abend nach Köln, denkst du, das ist so weit. Und für Amerika sind eigentlich normale Distanzen von hier nach Frankfurt.
Das ist echt so. Da fahren die mal eben nach Frankfurt zur Show, finden das total super und fahren abends wieder zurück. Ja. Da wird niemals einer sagen, boah, das ist aber weit. Das sagten die auch, Manta. Das ist wie bei uns, wie gesagt, wir sind da sehr verwöhnt, gerade hier im Ruhrpott, ne, da ist ja irgendwie, Ruhrpott ist eine Stadt irgendwie. Ne? Es ist ja eine Stadt. Das ist ja vor allem verblüffend. Ich meine, du kommst von hier. Genau. Wenn irgendwelche Bekannten kommen und versuchen hier bei der Autobahn nicht irgendwas zu finden, eine Abfahrt verpasst, bist du in der anderen Stadt. Ja, genau, die Übergänge sind auch komplett fließend. Ne? Das ist ja, Für uns ist das klar, ich bin jetzt hier, ich bin jetzt da, ich bin jetzt dort. Irgendeiner, der aus Köln kommt, da ist schon eher ein Nightmare für die Leute. ich möchte noch ein bisschen weiter über die neue Band sprechen, bezüglich Veröffentlichung. Wir haben ja gerade schon darum gesprochen, dass es halt digital veröffentlicht wird, aber hast du persönlich ein Medium, was du bevorzugst, also ein analoges Medium, so wie Tape, CD, Vinyl, wo du sagst, so, boah, das wäre mein Traum, wenn wir das irgendwie schaffen würden, da rauszubringen und dann noch mit der Farbe oder irgendwie sowas. Gibt es da irgendwie was, wenn du es jetzt aussuchen konntest? Ja, ich höre keine Platten mehr. Mein Plattenspieler ist auch irgendwo im Schrank verstaut, hin und her. Ich sammle aber trotzdem noch Platten. Ich meine, weil so ist man groß geworden. Ja. Du hast eine Platte in der Hand, weißt Ja. du, so ein ganzes Ding. Mein CD ist klar, da hast du dann Bootleg noch mit drin und hast ein bisschen mehr Informationen als auf einer Platte. Ja, Kassette könnte ich im Auto hören, da habe ich nämlich noch so einen Kassettenrekorder. Echt, hast du so? Ja. Da ist noch so ein Kassettenrekorder Ja. drin. Ich hatte auch in meinem alten Auto auch noch so ein Tape-Deck und dann gibt es da so die modernen Tape-Decks, die hatten so eine Kassette mit so einer Verbindungsschnur, die du in einen MP3-Player Die habe ich, reinstecken konntest. die hab ich auch. Ja. Die habe ich, Mega geil. die hab ich mir dann extra gekauft, hier beim Mediamarkt. Davon hatten sie irgendwie nur noch 2. Und ich habe den Typ gefragt, irgendwie so eine Kassette mit einem Kabel dran. Und er so, was? Ja, Ich was so, ist das? ja! Ich habe noch bei mir einen Anschiss bekommen, also ja, Kassetten, die sind total umweltschädlich. Wie kannst du hier sowas fragen? Das war vor 5, 6 Jahren oder so. Dachte ich so, wow, okay, ich wollte jetzt irgendwie keine Pistole oder irgendwie so, ich wollte nur so ein Tape-Deck, aber da wurdest du schon echt schief irgendwie so angeguckt. Was ist das für ein Spinner mit einem Tape-Ding? Aber Tapes ist auch so ein Ding, was halt immer, also gerade in den letzten Jahren im Kommen ist, als ein Sammlerstück. Ich weiß noch, bei uns war, weiß ich nicht, vor, 5 oder 6 Jahren, kam auch die neue Platte raus und alles drum und dran. Alles schön, ja, kriegst du die Platte und hin und her. Ja, und dann waren wir irgendwie am Proben und Mille kommt irgendwie rein mit seinem Jutebeutel da wieder und sagt so, ja, und das gibt es jetzt auch. Und schmeißt uns wirklich Kassetten dahin. Ich guck so und dachte, Alter, wie geil ist denn das? krass. Das ist mir irgendwie vorübergegangen. Aber ich weiß, Nuklearblast, die machen sehr, sehr gute Sachen. Also die bedienen auch so den Fanservice generell. Mit Tapes und Vinylfarben wird zwar häufig so kritisiert für das, was sie machen, aber... Ich kritisiere auch, weil muss man wirklich die gleiche Single in 800 Millionen Farben haben? Ich meine, da ist für mich, klar, ich kann die Fans verstehen, die stehen auf sowas, aber für mich ist da wirklich der Bogen überspannt, wo ich dann wirklich sage, warum? Ja, Warum? Ich meine, für mich wird das vielleicht noch, ich will jetzt nicht sagen Geldschneiderei oder eigentlich ja. Für mich würde dann vielleicht noch plausibel sein, sag ich mal, wenn auf der einen Single Song XY ist und die ist grün und auf der nächsten, die ist gelb, sind 2 andere Songs. ja, das wird Sinn machen. Dass man dann so eine Kollektion hat. Genau, wir waren beim Thema Vinyl stehen geblieben, Vinylfarben, das ist auch das, warum die halt kritisiert werden. Ja, das ist, wie du schon sagtest, das ist irgendwie zu viel. Also ich finde auch, das ist meine persönliche Meinung, Standard-Schwarz sollte man machen und dann für die richtig kaputten noch vielleicht so eine limitierte Farbe und vielleicht sogar noch eine Tour-Vinyl, wo ich dann sage, da haben die Leute wenigstens einen Anreiz, nochmal auf Tour zu kommen. Was ich wirklich sagen sollte, warum werden die Picture Discs nicht mehr richtig gemacht? Die fand ich geil. Ich habe ganz einfach richtig geile Picture Discs. Da habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt. Wie gesagt, Nuklearblast, die hauen immer welche raus, aber soundtechnisch nehme ich davon immer Abstand, weil die knistern zu sehr und das hört man doch. Da sage ich mir, nee, ich weiß nicht, wie das früher war. Ich denke mir mal, früher hat das noch schlimmer geknistert. Man hat einfach ein anderes Gehörverhalten gehabt. Ja. Müsste ich mal vergleichen. Nee, für die Leute da draußen, schreibt mal in die Kommentare, wie ist das Hörverhalten von Picture Disc heute im Vergleich zu 20, 30 Jahren, würde ich mal sehr, sehr gerne interessieren. Wo du das ansprichst, ich weiß nicht, Nuklearblast, die hatten auch mal Probleme mit einer Pressung, das lag dann allerdings an dem Presswerk. Das Schöne ist dann, dass dann solche Labels dann noch hergehen und sagen, okay, wir nehmen alles zurück und wir schicken das euch schnellstmöglich
neu raus, weil manchmal Labels, die sind dann auch nicht immer so fanfreundlich, behalten das erstmal, aber dieser Nuclear Blast, um dir als ein gutes Beispiel, auch wenn die halt kritisiert werden, hervorzuheben, Fanservice, immer super. Das, Ja, ich meine, kritisieren, ich meine, die Leute sollen sich mal überlegen, sie sind nicht der Einzige, der da gerade was bestellt. ja. Das sind Tausende von Leute pro Tag. Ich meine, ich habe irgendwann mal reingeguckt, irgendwie da war über Thomann, die haben irgendwie 500.000 Bestellungen pro Tag, schicken die auch raus, weltweit und hin und her. Ich meine, das ist ja logistisch, ist das, und wenn da mal irgendwo eine Platte bei Nuclear Blast unterm Tisch fällt, die dann eine Woche später kommt oder was. Ich meine, worüber reden wir? Das ist auch etwas, was mich... Weißt du, und dann wird noch gemeckert, wenn die Platte eine Woche später kommt, weil dann vielleicht das kleine Tütchen Weingummi nicht da drin ist oder wie. Das ist auch etwas, was mich bei Bands, also wenn wirklich kleine Labels oder kleine Bands wirklich das selber machen, du bestellst es, weiß ich nicht, am Wochenende und dann wird es eine Woche später dann verschickt, weil halt die Leute, die haben einen ganz normalen Job, die haben Familie, die haben nicht die Zeit, sich dann da hinzusetzen, dann sagst du halt mal so, boah nee, Arbeit war stressig, war jetzt 12 Stunden kloppen, was weiß ich nicht, ich habe einfach mal die Schnauze voll und dann drehen die Leute komplett durch, also dass es so einen Shitstorm gibt, ne? Es gibt da kein Mittelmaß. Das habe ich auch irgendwie erlebt, wenn bei Bands irgendwie Musik rausbringen. Es gibt nur super, super geil oder super, super schlecht. So dieses Mittelmaß sozusagen ist jetzt nicht der stärkste Song, kann man sich aber anhören. Das ist ein Grund, warum ich mein Leben lang nie so einen Musiker-Soundcheck gemacht habe. Haben sie mich natürlich früher schon gefragt von Metal Hammer und Dings und hat alle diesen Musiker-Soundcheck machen. Und ich gesagt, mache ich nicht. Weil aus dem einfachen Grunde, wie kann ich mir anmaßen, irgendwie zu sagen, das ist total scheiße. Es wäre ja nur meine persönliche Meinung, wenn ich sage, die Musik gefällt mir nicht. Ja. Und ob es jetzt, sag ich mal, eine namhafte Band ist, die riesengroß ist, oder, sag ich mal, jetzt eine Demo-Band, die haben im Proberaum gesessen, stundenlang, haben sich den Arsch dafür aufgerissen. Und dann kommt irgendein Typ wie ich daher und sagt, das ist ja totale Kotze. Ja. Ja, und deswegen habe ich auch niemals so einen Musiker-Soundcheck gemacht. Ja. Weil ich kann mir nicht anmaßen, darüber zu richten und das irgendwo in ein Magazin zu schreiben, wo das dann, sag ich mal, vielleicht unter Umständen Tausende von Leute lesen und sagen dann, ja, der hat ja recht, das ist ja totale Scheiße. Naja. Nein, das wäre nur meine Meinung und deswegen habe ich das auch nie gemacht. Das ist auch etwas, was wir halt immer sagen von Moshpit Passion. Das sind, sag ich mal, 10 Redakteure und das ist nur die Meinung des Einzelnen, es ist dann nicht von dem kompletten Magazin. Dann aber auch ist es so, dass wir natürlich die Sachen bewerten, wo wir einen Hang haben. Also ich sag mal, ich habe überhaupt keinen Hang zu Black Metal, das ist überhaupt nicht meine Mucke. Ne? Ich würde jetzt nie an mich anmaßen, darüber eine Review zu schreiben. Das wäre jetzt genauso, es war damals zu einer Zeit, da haben alle irgendwie aus Altenessen Reggae gehört. Ich finde Reggae zum Kotzen. Ist egal, welche Band es ist. Ob es Peter Tosh ist und Dings und das. Und ich finde es einfach zum Kotzen. Weißt du, lass Bob Marley sein, alles gut. Es ist nicht meine Musik. Da sage ich jetzt wirklich, ich finde es zum Kotzen. Aber wie kann man mich jagen? Black Metal ist dann auch so, ja, manche Bands, sage ich, haben ein paar Songs, die kann ich mir anhören, okay, aber 99% davon ist auch nicht meine Musik. Aber da werde ich nicht sagen, nee. Ja. Weißt du, das ist ganz einfach meine eigene Meinung. Ich muss das nicht hören. Ich würde auch nicht auf so ein Black Metal Konzert oder was, würde ich auch nicht hingehen. Das ist nicht mein Ding. Ja. Das ist genau. Natürlich gehört das auch alles zum Metal. Klar. Man muss ja nicht alles, sag ich mal, cool finden oder zu allen eine Meinung haben. Weißt du, ich meine, du kannst auch sagen, so, nee, ich hab dazu keine Meinung. Ja. Ich setze mich damit nicht auseinander. Oder vielleicht so, aktuell höre ich eher so die Musik, vielleicht kommt das ja später. Ich meine, wird bei dir wahrscheinlich auch so gewesen sein. Bei mir ist das alles so nach und nach gekommen. Das war nicht direkt so, was weiß ich nicht, Death Metal, Heavy Metal, Thrash Metal. Nee, das ist so verwachsen. Da habe ich die eine Band gehört und dann so, okay, die hört sich ja so ähnlich an wie die. Und dann ist das immer so hin und her gesprungen. Auf einmal so, ach krass, jetzt höre ich hier gerade. Ja, ich bin aufgewachsen mit Status Quo, Uriah Heep, Queen und Police und all das ganz alte Rockzeug. The Who und
Also was. Mhm. Und dann kam natürlich, wie jetzt jeder sagt, dann kam plötzlich KISS dazu, klar. Und 1980 auf der Tour irgendwie, die Vorband kannte doch hier kein Schwein. Und dann Dortmunder Westfalen, dann irgendwie Iron Maiden. Mhm. Und alle dachten sich nur, was ist das denn? Und natürlich habe ich sofort ein T-Shirt gekauft. Ein T-Shirt habe ich leider nicht mehr, aber ich habe auch die Platte gekauft. Ja. Die erste. Geil. Wo noch der Aufkleber drauf ist, Iron Maiden mit KISS auf Tour, wo die Tourdaten gar nicht stimmen. Krass. Ja, das ist schon ein kleines Sammlerstück. Ja, ich habe auch ein paar Kollegen, kennst du auch, in Stoney. Ja, der sagte klar. auch direkt so, stell's in den Schrank. Ja, das ist echt so. Da sind dann so Sammler, die wir auch kennen. Bei denen siehst du direkt die Sternchen und die Herzchen in den Augen und denken einfach nur so, her damit, Sabber. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, so Merchandise und Produkte, ich habe gesehen, einige haben schon nachgefragt mit Merchandise, irgendwie T-Shirts oder irgendwie sowas oder Kappen, Hoodies. Ihr seid ja gerade erst noch am Anfang, denke ich mir Wie mal. gesagt, wir sind gerade in der 7. Woche. Ja. Ich meine, wir werden gucken, was kommt. Wir werden ganz einfach gucken, was kommt. Und wenn die Leute die Musik gut finden, Ja. super für uns. Wir finden sie gut. Wer sie nicht hören will, soll sie nicht hören. Ganz einfach. Ja, und gucken, was kommt. Ja. Weil wie gesagt, Proben ist natürlich schlecht für uns. Selbst ein Bekannter irgendwie aus Holland hat mich angeschrieben und sagte irgendwie, ja, sobald ihr irgendwie könnt wir bei dem im Laden spielen. Mhm. Und da habe ich dann auch gesagt, sehr gerne. Habe ich gesagt, aber wie machen wir das mit einer Videoübertragung? Habe ich gesagt, weil 2 sitzen momentan in Florida, der eine ist in Kanada. Habe ich gesagt, für mich jetzt nach Holland zu fahren, die Grenzen sind ja wieder offen, könnte ich jetzt rüberfahren. Ja. Nur das ist natürlich für uns wird das natürlich umso schwerer, dass wir überhaupt mal alle 4 zusammenkommen. Das ist es. Ihr seid ja überall verstreut auf der ganzen Welt. Ja. Ich sag jetzt mal so, wie eine Band wie Bonded oder sowas alles, wenn heute Abend ein Konzert sein dürfte oder was, und ich würde den Bernemann jetzt anrufen und würde sagen, Bernemann, pass auf, heute Abend die Konzert auf Zollverein, habt ihr Bock, kommt ihr. Mhm. Ja, das ist natürlich super einfach. Klar. Wenn mich dann einer anrufen würde oder irgendeiner würde den Taylor anrufen und würde sagen, ihr könnt heute Abend in Tampa, Florida spielen. Wird knapp. Das ist eine sehr gute Idee. Flug geht in einer halben Stunde. Nee, ich meine, wie man sieht, es fliegen keine Flugzeuge. Ja, aktuell ist es halt sehr Ja. schlecht. Also von daher, jetzt, wie gesagt, wir lassen uns da komplett alles offen. Ja. Wir machen das aus Spaß, wir mischen das selber, alles. Da hängt auch keine 5. Person mit dran. Ja. Wir machen das wirklich alles selber, wir hören uns das an, wir schicken MP3s hin und her, wir schicken Wave hin und her, um wirklich, eine MP3 klingt nun mal anders wie eine Wave. Ja, so. Und ich habe auch keine teuren Studioboxen zu Hause, wie 99,9% meiner Freunde. Ich habe ganz normale Logitech Logitech, ja. Speakerboxen. Mhm. So, und ich habe wirklich dann gemerkt, wenn es darauf klingt, klingt's. Ich meine, heutzutage ist ganz einfach, wenn du irgendwas rumschickst, die Leute haben keine Lautsprecher für 5.000 € zu Hause, die dann 10 cm groß sind. Wir haben ein Smartphone, wenn du Laptops, Richtig. Autoradio, das Ja. sind so die gängigen Dinge. Oder selbst eine Anlage. Ich weiß noch so, das ist meine erste Anlage, da weiß ich noch, da ist ein Kassettendeck drin, da hatte ich das hat so ein CD-Spieler, Radio, alles drin und dann die Boxen. Ich weiß nicht, heutzutage, wer holt sich noch eine Anlage? Ja, das ist ja auch die Investition, die sagen dann... Ich weiß es jetzt nicht. Ich denke mir mal, es wird aber genug Freaks. Leute geben, weil Ja. wenn du in irgendwelche Läden gehst, da stehen immer noch Anlagen. Genau. Da stehen auch noch riesengroße Boxen. Ich meine, ich hab auch immer noch so riesengroße Boxen, die sind aber nicht angeschlossen seit 30 Jahren. Die stehen einfach irgendwo noch rum. Meine Anlage fliegt auch irgendwo noch rum. Ich weiß, der Plattenspieler steht irgendwo oben im Schrank. Also es ist alles noch vorhanden. Und dann ging auch damals los bei manchen Leuten, die mussten dann irgendwie, ja, ich muss Geld sparen und Dings und das und bla bla. Und ja, wofür? Irgendwie für diese Teufelboxen. Weißt du, ja, ich habe da jetzt nicht wirklich einen großen Unterschied gehört. Mhm. Kommt natürlich dann auch darauf an, bei einer Anlageboxen, was für eine Endstufe fährst du. Und
Ich meine, jetzt gehen wir wieder woanders hin. Ja, genau. Das müssen wir so nächstes Mal so ein Technikvideo machen. Ja, richtig. So ins Detail. Das, genau, wie schon gesagt, das ist auch so ein Ding. Du kannst dir, was weiß ich, ein Ding für 200 holen, für 1000, für 10.000. Da sind aber dann echt schon die ganz kaputten, die dann das genauso hören und dann auch das Gefühl dafür haben. Aber ich bin auch so ein Typ, der sagt so, ey, mir reicht das Ding, was in der Anlage 200 €, Hauptsache die Box. Dann muss ich natürlich anständig anhören, aber alles weiter da hinaus, wie du sagtest, der Großteil, der sich dann eine Platte holt oder die Mucke hört, die geben dafür kein Geld aus. Gerade in der heutigen Zeit, jetzt haben wir die Corona-Krise, viele haben Kurzarbeit, die sparen das Geld, geben das dann für andere Sachen aus. Genau, so viel dazu. So, ja, eine Frage ist noch offen, und zwar, wenn uns ja Moshpit Passion und unsere Interviewpartner... Ich mosch jetzt aber hier nicht, Alter. Ich meine, hier sind genug irgendwie Spaziergänger, die denken nach, ich bin komplett bescheuert. Aber vielleicht aus deiner Vergangenheit, vielleicht hast du da eine Geschichte aus deiner Jugend oder als du irgendwie auf Tour warst, wo du dachtest, ey krass, hier geht gerade richtig die Luzi ab, oder vielleicht warst du irgendwo selber im Pit drin, wo du dachtest so, boah, das war ein geiler Abend. Hast du da vielleicht eine Geschichte? Ach, da gibt es Millionen von. Du hast ein Darkness-Shirt an, ich bin auch damals bei Darkness von der Bühne gesprungen, obwohl meine Kumpels gewesen sind. Und alles drum und dran. Ich meine, ich war früher in jedem Moshpit. Weil das gehört einfach dazu. Ja. Und ja, extremstes Ding, was mir jemals passiert ist, das war damals, wer war auf der Bühne? Ich weiß gar nicht, war Slayer auf der Bühne oder irgendeiner, das war damals auf dem Dynamo. Der Slayer hat nicht gespielt, das riesengroße Dynamo mit diesen 120.000 Zuschauern. Oder war Typo negativ. Auf jeden Fall war ich ganz vorne mit drin. Und dann sind wir wirklich mit, lass mich nicht lügen, 1000, 2000 Leuten umgefallen. Boah. So, und irgendwann habe ich ganz unten gelegen und da war wirklich nur Matsche, Pisse und sonstigen Dreck. So, und ich weiß nicht, wie viele Leute oben auf mir drauf gelegen haben. Ich habe einfach nur tierische Panik gekriegt. Ich wollte einfach nur da raus. Ich wollte hoch. Bin aber nicht hochgekommen. Und dann machte das wirklich so. Ich habe ganz ruhig auf dem Boden gelegen. Ich habe nichts mehr gehört, gar nichts mehr. Ich habe da einfach nur gelegen und habe die ganzen Füße gesehen, irgendwelche Leute noch und hin und her. Ja, und irgendwann habe ich gemerkt, wie mich einer hochgezogen hat. Ja, und ab da habe ich dann gesagt, ich meine, hier kriege ich sogar wieder noch Gänsehaut. Da bin ich dann nur rückwärts raus, weil viele versuchen ja nach vorne oder zur Seite. Das bringt mich einfach rückwärts. Bin rückwärts raus und dachte so, fühlt sich so vielleicht so eine Nahtoderfahrung an. Weil da war wirklich, ich hab komplette Panik gehabt mit allem drum und dran. Ich kam da und nicht raus und dann macht dann wirklich so Schnapp. Und ich habe nichts mehr gehört. Es war alles ruhig. Ich konnte alles sehen. Aber es war komplett Ruhe. Heftig. Bis mich da irgendeiner hochgezogen hat. Habe ich dann auch gedacht, das war jetzt hart. Ja, das ist schon... Weil Unfallen kennt man, was da sich auf irgendwelchen Festivals, ja, 50, 100 Leute, zack, 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 rauf. Die helfen dir rauf und schon geht's weiter. Also die krasseste Geschichte in Interviews, also neben deiner, die ich jetzt gehört habe, war, es gibt eine Drone-Band, Sun heißen die, und da passiert nichts. Die spielen einen Akkord und durch die ganzen Verstärker, weil die in Reihe geschaltet sind, geht das Riff dann irgendwie so 15 Minuten, aber volle Lautstärke. Und da, wie gesagt, da passiert nichts und die Leute stehen da auch nur. Und dann sagte der Keyboarder nach der Show, war da eine voll gekackte Unterhose. So, das war deren größtes Moshpit-Erlebnis. Die haben sich auch gefragt, wer macht sowas? Wer ist so krank? Ne? Ach, da gibt's Klamotten irgendwie. Griechenland, in Thessaloniki irgendwie in dem Club gespielt. War natürlich überaus verkauft, rappelvoll und hin und her. Und wirklich nach der Show, falls du irgendwann mal mit dem Jülle sprichst, der kann das bestätigen. Nach der Show irgendwie sind wir im Club rein und dachten so, wieso liegt denn hier so ein Teppich? Nee, das war gar kein Teppich. Das waren alles Haare. Ja, das waren so viele Haare auf dem Boden, dass das schon wirklich aussah wie ein Teppich. Und dann haben wir gedacht, was haben die Leute gemacht? Alter, also ihr habt auch nicht rausgefunden... Nein, wirklich der ganze Club lag damit voll. Das kann nicht von einer Person gewesen sein. Ob die sich da wirklich die Haare dann ausreißen oder so, aber wirklich, das war bizarr. Ich meine dann mit einer vollgekackten Unterhose vor der Bühne am Absperrgitter irgendwie Cola-Becher oder Bierbecher mit Kacke drin. Weißt du, es ist in Ordnung. Ist ja fair, dass du da zumindest für die Putzfrau nicht auf den Boden geschissen hast. Aber da fragt man sich, okay, wir haben damals irgendwie freitags auf der Zeche rumgehangen. Dann kam irgendeiner, weil früher waren wir ja mit den ganzen Punks zusammen und hin und her. Da gab es gar nicht, wir sind die Metals, ihr seid die Punks, wir waren immer alle zusammen. Und
war irgendwie freitags abends, weiß ich nicht, 10 Uhr oder 11 Uhr war es schon irgendwie, hatten auch alle schon gut getankt. Ja, dann kam irgendeiner mit einem Flyer und sagte, boah, habt ihr hier gesehen, irgendwie das Spiel morgen, irgendwie Toxoplasma, Molotov, Soda und Dings und das. Und wir so, boah, geil, wo? Limburg an der Lahn. Ja, rein in die Autos. Da sind wir mit 3 Autos nachts total besoffen nach Limburg an der Lahn gefahren. Geil. Das sind immer die besten Aktionen, so spontan. Ja, auf dem Weg hat man dann mal gemerkt, wie weit Limburg an der Lahn ist. Und zu dem damaligen Zeitpunkt gab es noch keine Handys, auch keine Navis oder sowas. Alles. Wir wussten nur, auf dem Zettel stand A3 runter Richtung Frankfurt und da kommt das dann irgendwo. Ja, und so sind wir dann gefahren. Und dann Krass, kam irgendwann mal Limburg an der Lahn. Das sind aber echt mal die besten Geschichten. So früher, dann noch so ohne Navi, planlos. Und vielleicht an der Lahn. Weil einer einen Flyer mit schon um 10 oder 11 Uhr abends in der Hand hat, wo man schon gut angetankt ist, ja, fahren wir mal nach Limburg an der Lahn. Speezy, vielen lieben Dank für deine Zeit und für das Interview. An alle Leute da draußen, checkt Speezys neue Band vor aus Bandcamp. Facebook seid ihr aktuell? Das sind die beiden Sachen. Instagram auch. Instagram. Obwohl ich kenne mich auf Instagram. Sind wahrscheinlich. Ja, irgendein Kumpel hat mich damals, glaube ich, mal bei Instagram angemeldet. Aber ich weiß gar nicht, wie mein Passwort da sein soll oder sonstigen Schnickschnack. Das ist so, ja, Rechner und ich, wir werden, glaube ich, keine Freunde. Das ist so. Aber ich hau die Links unten in der Beschreibung rein. Könnt ihr mal anhören. 2 Songs, die sind auf Bandcamp drauf. Lasst ein Like da auf Facebook. Abonniert am besten auch noch die Jungs, folgt die. Dann verpasst ihr keine News, alles was da noch in Zukunft kommen wird. Ich bin gespannt. Ihr habt es gehört. 12 Songs sind geschrieben. Ich hoffe, euch hat das Interview... Ja, die kommen jetzt auch nach und nach alle auf Bandcamp. Ah, sehr nice. Also kommt immer neues Material für euch. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr Bock habt, lasst uns auch noch ein Abo da auf YouTube, folgt uns auch auf Facebook. Das soll es auch heute hier gewesen sein. Vielen lieben Dank, wir sehen uns und ciao.